Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute zeige ich euch das Ausstellungsregal, das ich vor vielen Jahren einmal für meine kleine Minifigurensammlung gebaut habe. Neben den beliebten Minifiguren vergleichen wir auch noch verschiedene andere Figuren, die Lego im Laufe der Zeit herausgebracht hat. Damit wir die Entwicklungen und Zusammenhänge verstehen und begreifen können, starten wir mit der ersten Lego-Stadt, dem Stadtplan vom September 1955. Das von Gottfred Kirk Christiansen entwickelte System im Spiel verband die damaligen Gebäudebaukästen aus Legosteinen mit Modellbahnfahrzeugen im H0-Maßstab 1:87. Zu diesem Sortiment gehören auch zwei kleine Figurenpackungen zur Bereicherung des Straßenbildes. Die Packung 270 besteht aus 5 Motorrad- und Radfahrern. Es gibt ein Motorrad mit Beiwagen, einen Rennradfahrer, ein normales Motorrad und einen Motorroller. Die Figuren sind in verschiedenen Farben handbemalt und es gibt sie in 2 Varianten: in aufrechter Körperhaltung bei Langsamfahrt und in gebückter Haltung bei schneller Fahrt. Besonders gesucht ist die Packung 271 mit 4 Verkehrspolizisten mit unterschiedlichen Handzeichen, einer Verkehrsampel und einer Verkehrsinsel. Diese ersten Figuren sind eigentlich Modelleisenbahnzubehör und keine richtigen Lego-Teile. Aber der anfängliche 1:87 Modellbahnmaßstab im System im Spiel hat uns die kleinteilig gebauten Gebäude für die Legolandstadt gebracht mit den 3 Steine hohen Türen, die zwar nur halb so hoch wie die heutigen Türen waren, aber bis 1973 der Maßstab für die Lego-Häuser waren. Mit den neuen Rädern vom März 1962 konnten erstmals richtige Lego-Fahrzeuge gebaut werden. Allerdings in ziemlich großem Maßstab und es gab auch noch einige Packungen mit den ersten aus Steinen gebauten Figuren. Den Lokführer bei der Samsonite Dampflokomotive 610 von 1965, den Feuerwehrmann im Feuerwehrauto 305 von 1964 und den Verkehrspolizisten im Eisenbahn-Geschenkskasten 080 von 1967. Im kleinformatigen quadratischen Ideenbuch 270 von 1967 gibt es sehr viele dieser Figuren zum Selbstbauen. Die alten 3 Steine hohen 1:87 Haustüren brachten Lego einen großen Maßstabskonflikt. Im Eisenbahngrundbaukasten mit dem gebauten Verkehrspolizisten waren Autos mit großen Rädern dabei, die zu den 4 kleinen Häusern mit den Türen von 1955 einfach im Maßstab nicht dazu passen. Wir sehen hier nochmals den Größenunterschied zwischen den neuen Radbaukästen und dem alten 1:87 Stadtplan. Die ersten richtigen Lego-Figuren kamen im Februar 1974 heraus. In ihrem großen Maßstab waren die neuen Bau- und Spielfiguren die perfekten Bewohner für die Lego-Puppenwohnungen, die es seit 1971 gab, in den ersten Jahren aber noch ganz ohne Figuren. Die Bau- und Spielfiguren von 1974 passen perfekt in diese alten Wohnungen hinein. Die Figuren bestehen eigentlich nur aus einem Brustteil, mit Schultern, Armen und Kopf. Die drehbaren Köpfe und Arme sind in das 2x2x1 Brustteil eingesteckt. Die Scharnierarme kann man beliebig verlängern, sie sind in alle Richtungen drehbar.
In den Armen steckt eine Kugelgelenkskupplung mit den runden Händen, mit einer gelochten Noppe, die schon die ersten dünnen Werkzeuge halten kann. Die kugelrunden Köpfe sind mit netten Gesichtern bedruckt. Es gibt sie mit Sommersprossen, Brille und Schnurrbart. Die beweglichen Haare sitzen auf 2 seitlichen Noppen als Ohren. Über die Mittelnoppe können sie ein Stück weit nach vorne und nach hinten geschoben werden. Die Haare können von 2 verschiedenen Seiten aufgesetzt werden, damit verändert sich die Frisur. Entweder vorne schön gekämmt oder doch lieber hinten mit Strähnen. Die Körper der Großfiguren sind aus einfachen Legosteinen aufgebaut. Das Familienset 200 mit 5 Figuren war der Verkaufsschlager vom ersten Jahr 1974. Die Köpfe und Hände der Figuren sind gelb. Der Grund dafür ist, dass es in dieser Zeit nur Steine in den 3 Grundfarben und in Schwarz und Weiß gegeben hat, neben den grauen Platten und den grünen Grundplatten. Da standen bei den Köpfen nur Gelb und Weiß zur Auswahl und Gelb war eben viel fröhlicher, wärmer und bunter. Die Farbe hat also überhaupt nichts mit einer ethnischen Neutralität zu tun. Der Beweis dafür sind die rothäutigen Indianer aus dem Jahr 1977. Eine Besonderheit sind die dunkelbraunen Haare, das ist eine vollkommen neue Farbe, die es bisher noch nie gegeben hat. Einzigartig bei den Baufiguren ist der schmale Körper und das einzelne Bein. Das sieht sehr komisch und gewöhnungsbedürftig aus. Nur die Cowboys von 1976 stehen breitbeinig da mit ihren gespreizten Reitbeinen. Die Großfiguren passen nicht nur perfekt in die Puppenwohnungen, sondern auch in die großen Autos. Großfigurenbaukästen gab es aus allen Spielbereichen, von der Feuerwehr über die Indianer bis zur Lufthansa. Für ein richtiges Haus ist der Maßstab aber viel zu groß. Beim Farmhaus 190 sind 1975 auch die neuen 4 Steine hohen Türen von 1973 noch viel zu klein für die Großfiguren und die Fahrzeuge, die im selben Set dabei sind. Zwar gibt es 1978 auch neue 10 Steine hohe Türen und 5 Steine hohe Fenster, die speziell für die Großfigurenwohnungen neu gemacht worden sind. Beim Friseursalon, der Wohnung und dem Krankenhaus geht sich aber nur der Grundriss des Appartements aus. Für ein richtiges Dach oder für ein zusätzliches Stockwerk sind die Modelle einfach viel zu groß geworden. Deshalb arbeitete der Lego-Chefdesigner Jens Nygaard Knudsen in den 70er Jahren an einer Verkleinerung der Lego-Figur. 1975 kamen schon die ersten kleinen Figuren heraus. Im Vergleich zu den bisherigen Figuren bekamen sie die Bezeichnung Minifiguren. Die ersten Vorläufer von 1975 waren noch unbeweglich und 1978 kamen die erfolgreichen heutigen vollbeweglichen Minifiguren heraus. Mit den neuen 4 Noppen breiten Minirädern von 1969 ging der kleine Maßstab vom alten 1:87 Stadtplan von 1955 in die neue Legolandstadt über. Es ist eine wunderschöne große Stadt aus 72 Baukästen, wo es alles gibt bis zur Raketenabschussrampe. Nur die Bewohner fehlen. Die Stadt ist vollkommen menschenleer und wirkt ausgestorben.
Der Flughafen Gepäckswagen 622 von 1970 ist das einzige Set mit einer aus Steinen gebauten Minifigur als Fahrer. Mit einem Rundstein als Kopf auf einem 2x2 Körper. Die einzige brauchbare Bauform für eine kleine Figur mit den damals verfügbaren Steinen. Auch wenn man die neuen Großkopffiguren von 1975 sehr klein baut, sind sie viel zu groß für die kleinen Miniradautos. Der begnadete Lego-Chefdesigner Jens Nygaard Knudsen entwickelte 1975 eine erste unbewegliche vierteilige Lego-Minifigur passend zu den Lego-Steinen. Eine Jumperplatte hat es ja damals noch nicht gegeben. Beine und Körper sind Spezialbausteine, die jeweils einen Stein und eine Platte hoch sind. Der Kopf schaut schon ganz genauso aus wie bei den heutigen Minifiguren. Er ist nur etwas kantiger geformt. Er hat eine volle Noppe mit dem Lego-Schriftzug genau über der Anspritzstelle. Der Kopf sitzt am Körper auf einer einfachen kleinen Noppe, wieder mit dem Lego-Logo auf der Anspritzstelle. Die Arme sind seitlich am Körper nur angedeutet, als ob die Hände in den Hosentaschen stecken würden. Der Oberkörper ist innen hohl, man sieht ganz oben die Spritzformnummern. Die Beine haben zwei hohle Noppen mit dem Lego-Schriftzug im eingesenkten Bereich und auf der Unterseite sind sie hohl. Die erste Minifigur ist eine unbewegliche Baufigur. Wenn sie sich hinsetzen will, muss man sie in zwei Teile zerlegen, aber es schaut erstaunlich gut aus. Auf den niedrigen Noppen kann man Platten in den Körper einbauen, wie sie zum Beispiel als Gürtel bei der Polizei verwendet werden. Genauso kann man eine Platte in den Hals einsetzen, so wie wir sie als Halstuch von den Cowboys kennen. Die Figuren haben zwar kein Gesicht, aber an den Kopfbedeckungen kann man sogar eine Vorderseite und eine Rückseite unterscheiden. Die Figuren schauen äußerlich neutral aus, aber sie haben doch Charakter. Links sehen wir einen Feuerwehrmann und rechts eindeutig einen Polizisten. Nur wenige Figuren brauchen einen Aufkleber, wie der Tankwart beim Rallye-Auto und das Krankenhauspersonal mit einem großen Kreuz auf der Brust. Die Krankenschwester schiebt einen schön gebauten Rollstuhl mit einem Autorad und zwei Sanitäter bringen eine Patientin auf einer Liege, die zwischen Beinen und Oberkörper eingebaut ist. Genauso kann der Bauarbeiter trotz fehlender Hände eine Schubkarre schieben. Und der Polizist fährt auf einem Motorrad mit Beiwagen, der Körper oben auf dem Sitz und die Beine unten zwischen den Rädern. Die Minifigurenbeine werden auch häufig als Beine und als Schnauzen für die Pferde verwendet. Einzelne Cowboys bekommen auch breit gebaute Reitbeine aus 1x2 Dachsteinen. Bei den Häusern gibt es jetzt statt der alten, kleinen, fixen 2x3 Stadtplan-Glastür schon seit 1974 eine größere 3x4 Tür mit Rahmen und Türflügel zum Aufmachen. Die Häuser werden in diesen Jahren überhaupt nicht bespielt, sie sind alle relativ klein und schmal gebaut und an der Hinterseite geschlossen. Für die neuen Figuren gibt es auch einige offen gebaute Automodelle. Dieser Polizeigeländewagen aus dem Hafenset 364 hat eine flache Grundplatte und der Polizist muss seine Beine im Kofferraum mitnehmen. Im Linienbus hingegen können die Figuren bequem sitzen. Und weil sie keine seitlich vorstehenden Arme haben, können auf 4 Sitzbänken 8 Personen mitfahren.
Besonders schön gebaut ist der Safari-Geländewagen 699 mit Rundbögen als Kotflügeln, vielen Aufklebern und im Dachfenster steht der Wildfotograf mit einem Cowboyhut. Die Figuren ermöglichen viele wunderschöne Baumöglichkeiten, wie wir hier bei der Fernsehkamera vom Filmteam 664 sehen. Schon im ersten Jahr der neuen unbeweglichen Minifigur gab es 1975 zwei wunderschöne Stadtsets mit Kartongrundplatten. Den Hafen 364 und die Westernstadt 365. Die neuen Sets mit den Figuren, wie das Krankenhaus 363, kann man wunderbar mit den alten Sets ohne Figuren kombinieren, wie mit dem Café 361. Aus meiner Sicht als Sammler von altem Lego ist die Stadt mit den unbeweglichen Minifiguren aus den Jahren 75 bis 77 mit Krankenhaus, Taxistand, Hafen, Bahnhof eine der schönsten und vielseitigsten Lego-Spielwelten. Einmalig ist auch die bezaubernde malerische Westernstadt aus 5 verschiedenen bunten Sets. Bei dieser wunderbaren Spielwelt mit über 45 Sets in 3 Jahren stört es mich immer, wenn diese erste wunderbare, unbewegliche Minifigur von 1975 nur als unbedeutender Prototyp oder Vorläufer von der heutigen beweglichen Minifigur von 1978 abgetan wird. Ich vermute, dass diese unbewegliche Minifigur oft vernachlässigt wird, weil sie nicht den 3D-Markenschutz der neuen Minifigur hat. 1978 ist nämlich das Patent auf die Lego-Röhrensteine vom 28. Januar 1958 bereits ausgelaufen. Und verschiedene Firmen wie Tente von Hasbro standen schon bereit und hatten schon damals damit begonnen, das Klemmbausteinsystem zu kopieren. Deshalb hatte die neu entwickelte vollbewegliche Lego-Minifigur viele wichtige Funktionen. Sie verbesserte nicht nur die bisher begrenzten Rollenspielmöglichkeiten mit dem Lego-System, sondern Lego versuchte mit den neu entwickelten Spielwelten den Vorsprung vor der Konkurrenz zu halten. Und die zuerst patentierte und heutige 3D-markengeschützte Minifigur ist inzwischen eines der wichtigsten Elemente des Lego-Markenschutzes zur Eigenständigkeit gegenüber den alternativen Klemmbausteinherstellern geworden. Deshalb ist die geschützte Lego-Minifigur von 1978 äußerlich bis heute über 48 Jahre lang immer unverändert geblieben. Gleichzeitig ist das aber auch ein Qualitätsbeweis, dass die damalige vollbewegliche Minifigur von 1978 schon beim Verkaufsstart technisch vollkommen ausgereift war. Die neuen beweglichen Minifiguren sind 1978 auf den Markt gekommen, mit einer großen Welle von unglaublichen 27 neuen Sets mit 27 verschiedenen Minifiguren, darunter auch kleinen Autos, in denen die Figuren nicht einmal hineinsitzen konnten. Die neue, vollbewegliche Minifigur ist aus 10 Teilen zusammengesetzt. Sie hat realistisch abgewinkelte Ellbögen, kann die Handgelenke drehen, sie kann mit ihren Beinen laufen und die Besonderheit sind die kantigen Füße, auf denen die Figur auch im Laufen noch stehen bleiben kann. Bei den Modellen ist es sehr praktisch, dass man die Figur mit den Fußsohlen fest auf die Noppen stecken kann. An der Hinterseite haben die Füße auch noch 4 Noppenlöcher zum Sitzen. Mit den Greifhänden kann die Figur auch die Kanten der Platten festhalten.
Die Oberseite der Greifhände auf der Daumenseite funktioniert auch als Noppenstecker. Dabei kann man die Greifhand auch in die Klemmringe stecken und sie kann Klemmsäulen von schmalen Platten und Steinen angreifen. Die 11. äußerliche Noppenverbindung ist der Kopfstecker für die Kopfbedeckung. Trotz der verlängerten Noppenverbinder ist auch die neue Minifigur immer noch gut mit Legosteinen kompatibel. Diese Bautechnik ist aber nur für Außerirdische zu gebrauchen, wie es im Ideenbuch 6000 von 1980 auf mehreren Seiten dargestellt wird. Für andere Zwecke ist diese Baumöglichkeit kaum zu gebrauchen. Der Kopf ist etwas weniger kantig und mehr abgerundet als bei der alten Minifigur und hat bis 1991 eine oben geschlossene Noppe mit dem Lego-Schriftzug. Von 1992 bis 2011 wird die Noppe versenkt und bekommt gegen die Erstickungsgefahr 3 kleine Atemöffnungen. Von 2012 bis 2022 bleibt die Noppe vertieft, wird aber geschlossen, damit wieder der Lego-Schriftzug eingeprägt werden kann. Seit 2023 gibt es wieder viele Köpfe mit 2 kleinen halbmondförmigen Atemöffnungen und dem Lego-Schriftzug auf dem Mittelsteg. Bei den ersten Figuren ist das Gesicht fett gedruckt, später wird der Gesichtsaufdruck dünner und durchscheinender. Seit den Piraten von 89 gibt es einfache Zudrucke zu den Standardgesichtern und 99 werden die Gesichtsaufdrucke vielseitiger und moderner. Die Köpfe stecken relativ fest auf langen Stiften am Oberkörper mit dem Lego-Schriftzug auf dem Stecker. Die Greifhände sind bis 83 aus hellerem, durchscheinenderem Material. Sie haben eine Kerbe an der Oberseite, später findet man eine Kerbe an der Unterseite und 88 fielen die Kerben ganz weg. Die Kerben haben nur etwas mit dem Spritzwerkzeug zu tun, die Handgelenke selbst sind mit der vorderen Rille im Ärmel befestigt. Die Oberkörper der ersten Figuren sind bis 1982 innen hohl. Von 83 bis 87 bekommen sie innen 2 kleine Halterillen für die Hüftstecker. Seit 98 gibt es die neuen X-Streben, wie wir sie heute kennen. Hier könnt ihr die 3 Oberkörperformen im direkten Vergleich nochmals sehen. Die Hüften haben zwischen den Steckern den Lego-Schriftzug. Die alten Beine hatten bis 1980 glatte Seitenteile und die Gussnaht war auf der Hinterseite. Seit 81 haben die Beine eine seitliche Hosennaht. Bei den neueren Beinen steht vor dem Lego-Schriftzug ein kleines Copyright-Zeichen. Und seit 2013 taucht auf der Unterseite der Füße ein kleiner Copyright-Lego-Schriftzug auf. Im ersten Minifigurenjahr 1978 gab es ausschließlich Aufkleber an den Oberkörpern. Sogar bei den Astronauten, die ja im Herbst 1978 schon in Amerika vorzeitig herausgekommen sind. Seit dem zweiten Jahr 1979 sind die meisten Oberkörper bedruckt. Es gibt aber noch weiterhin Aufkleber, vor allem in Sondersets. Als letzte Standardfiguren hatten die Feuerwehrmänner bis zum Jahr 81 noch Aufkleber. Bei den Ferrari Racers gab es ja von 2004 bis 2014 immer noch Aufkleber. Bis 2002 waren alle Lego-Gesichter standardmäßig gelb.
Auch die Lizenzthemen Star Wars und Harry Potter und auch Persönlichkeiten wie hier der Fußballspieler Zinedine Zidane aus dem Jahr 2000. Mit den damaligen Möglichkeiten versuchte man, die Gesichtszüge nachzudrucken, aber das Gesicht war in standardmäßigem Lego-Gelb. Bei den NBA-Basketballspielern von 2003 war das gelbe Gesicht nicht mehr möglich. Die schwarzen Spieler waren die ersten Lego-Figuren mit natürlichem Hautton. Man konnte ihnen einfach kein gelbes Gesicht geben. Die Basketballspieler sind Spezialfiguren mit gefederten, zusammenhängenden Beinen und verlängerten, einrastbaren Armen mit fixem Handgelenk, die den Ball halten, fangen und werfen können. Seit dem Jahr 2004 verwendet Lego bei allen Lizenzthemen und Persönlichkeiten natürliche Hauttöne. Die Entwicklung der Lego-Figuren und die vielen Spielwelten haben mich immer sehr fasziniert. Im Jahr 2014 habe ich meine kleine Minifigurensammlung geordnet und habe mir ein kleines Ausstellungsregal gebaut. Es besteht aus 3 Stockwerken und ich habe großen Wert auf abgerundete Formen gelegt. Sei es im Grundriss mit den abgerundeten Kanten oder auch bei den Bögen der Tragesäulen. Man erkennt genau das Baujahr 2014, weil ich das Wolkenkuckucksheim aus dem Lego-Film und das Simpson-Haus an die Spitze gestellt habe. Man kann das Regal von 3 Seiten betrachten und die Hinterseite steht gegen die Vitrinenwand. Unten sieht man die Rückseiten von 3 Ritterturniertribünen und oben den Erker vom Simpson-Haus und rechts die bunten Farben vom Lego Movie. Alle 3 Ausstellungsregale sind treppenförmig aufgebaut, damit ich die Figuren übersichtlich ausstellen kann. Der untere Bereich ist in der Mitte nicht hohl, sondern es gibt eine Vertiefung für die Ritterturnierpferde mit einer grünen Grundplatte. Wir sehen unten die Sammlung der klassischen Figuren aus den 3 verschiedenen Lego-Themenwelten. In der Mitte gibt es dann besondere Lego-Spezialthemen, Lizenzthemen und Filme. Und im obersten Stock einige Minifigures, Disney, Simpsons und den Lego Movie. Ich habe außer bei den alten Figuren nirgends eine komplette Sammlung. Es gibt überall nur einzelne Stücke, die bunt zusammengestellt sind. Für die heutige Folge ist die Zeit mit der Einführung leider schon abgelaufen. Wenn ihr Interesse habt, können wir uns am nächsten Freitag gerne diese Minifigurensammlung noch genauer gemeinsam anschauen. Ich zeige euch dann noch einige zusätzliche Lego-Figuren und wir schauen uns das versprochene Belleville Märchenschloss 5808 von 1999 an. Für heute aber bedanke ich mich bei euch allen ganz herzlich, dass ihr alle so zahlreich zugesehen habt und wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.